Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Bevor das Video losgeht, wollte ich mich erstmal nochmal bei euch allen ganz recht herzlich bedanken für die ganzen Glückwünsche, die gestern über den Tag verteilt reingekommen sind. Sei es per Privatnachricht oder live im Stream, die dabei gewesen sind, oder, unter dem Video gestern. Waren auf jeden Fall eine ganze Menge Glückwünsche, deswegen vielen lieben Dank an der Stelle auf jeden Fall. Und ja, das Video kommt heute ein bisschen früher als gewohnt um 15 Uhr, denn das hat einen Grund. Wir haben ja heute Freitag, den 13. Denkt an das Schattenpad, ja. Und wir haben ja vor, heute einen Kochstream zu machen. Der startet nachher um 18 Uhr, geht's los mit dem Chris zusammen. Werden wir wieder so ein bisschen Shakes and Fidget spielen, werden über die neuen Updates wahrscheinlich ein bisschen reden, werden dann nebenbei in die Küche switchen. Ich werde da wieder mein Setup aufbauen. Dann gucken wir zu, wie der Chris live wieder was zaubert und ich werde mir wieder den Wanz vollschlagen. Ein typischer Kochstream bei uns hier. Ja, und ja, genau, werd da halt einfach ein bisschen zuschauen, ein bisschen kommentieren, weil mich in der Küche kann man sowieso nur als Dekoration abstellen und selbst da mache ich nicht gerade den besten Job. Ja, gut, aber kommen wir mal zum Thema des heutigen Videos, und zwar geht es hier um ja, einen, oder besser gesagt den höchsten Spieler in ganz Shakes and Fidget, der jetzt ja ganz plötzlich, ohne irgendwelche Vorwarnung oder irgendwas, einfach aufgehört hat zu spielen. Der höchste Spieler der Welt namens Atze. Ja, wir erinnern uns, vielleicht der ein oder andere hatte das Battle mitbekommen zwischen Atze und Dr. Darm. Das Battle um Stufe 700. Wer erreicht die 700 zuerst? Es waren Kopf-an-Kopf-Rennen wie Widderkämpfe und beide haben Dungeons gemacht. Der eine hatte noch welche, der andere hatte keine. Der eine hatte noch gewartet und der andere hatte welche gemacht. Das war ziemlich spannend auf jeden Fall zu beobachten. Atze hat es dann geschafft, als erster Stufe 700 in Gun Shakes and Fidget zu erreichen. Knapp gefolgt halt eben von Dr. Darm, der jetzt momentan gerade wieder der höchste Spieler ist, weil halt eben Atze sich gelöscht hat. Wir befinden uns hier gerade auf s18.de und zwar auf dem Server, wo Atze gespielt hat, und es ist nicht so, dass er einfach ja, gegangen ist oder seinen Account inaktiv gelegt hat oder gesagt hat, er hat aufgehört, sondern er hat einfach seinen Account gelöscht. Der ist einfach nicht mehr da. Ja. Und das können wir ganz easy überprüfen. Ich zeige euch nochmal ganz kurz ein Bild. Und zwar seht ihr ja auch hier in der Gilde Who is Who hat er gespielt. Und wenn wir jetzt hier den Atze mit 2e eingeben, dann ja, sehen wir nichts. Wir finden ihn nicht mehr. Der Account ist weg. Und das ist natürlich ein herber Schlag, ne? Ein ganz doller Schlag für die ganze Szene an sich, weil ja, es ist immer traurig, wenn ein Topspieler aufhört, wenn auch gerade der Topspieler aufhört, der das höchste Level in Shakes and Fidget hat im Moment. Das ist natürlich ziemlich schade, ne? Das war der höchste Erfahrungsspieler, den wir jetzt hatten. Ich glaube, Dr. Darm ist im Moment jetzt auch Stufe 712, also ja, waren ungefähr gleich auf gewesen auf jeden Fall. Das ist halt wirklich ziemlich schade, weil der Account halt auch unglaublich krass gewesen ist. So, ne? Jetzt vielleicht nicht so unbedingt von den Stats her so, ne? Also die Stats sind natürlich ziemlich dürftig, sag ich mal, aber das kommt halt eben auch dadurch, weil Atze voll auf Intelligenz gegangen, auf Erfahrung gegangen ist, so, ne? Und dadurch haben halt eben die Skillpunkte drunter gelitten. Aber das hat eben dazu geführt, dass er der erste Stufe 700er in ganz Shakes and Fidget wurde und ja, auch der höchste Spieler in ganz SF. Und jetzt ist er halt eben einfach nicht mehr da. Und das ist ziemlich traurig. Ich hatte auch einen Screenshot gesehen, wo jemand vielleicht aus der Gilde, oder ich weiß nicht wer, ist auf jeden Fall zensiert, mit ihm geschrieben hatte. Und ja, Gründe kann man sich natürlich einige zurecht schustern, ne? Aber so wie man es jetzt ungefähr weiß und wie man es jetzt gehört hat, hat er wohl einfach keine Lust mehr gehabt auf das Game. Keine Ahnung, vielleicht aus verschiedensten Gründen. Ja, ich sag mal so, es wäre, glaube ich, schwierig geworden, das Rennen gegen Dr. Darm auf Stufe 800 zum Beispiel zu gewinnen, weil Dr. Darm doch immer schon mal ein bisschen ja, mehr XP hier und da mal auch bekommen hatte. Deswegen
ist er jetzt auch in Würde gegangen, sag ich mal. Er hat den Rekord mit Stufe 700 eingeheimst und hat ja dann seinen Account halt eben einfach gelöscht. Dass er den auch gelöscht hat, finde ich persönlich, muss ich sagen, einfach total schade. Ich hatte ja schon öfter mal meine Meinung dazu gesagt, was ich zum Löschen von Charakteren, gerade von solchen hohen Charakteren, halte. Und ich finde es halt einfach sehr, sehr, sehr schade, wenn man aufhört, dann, ja, weiß ich nicht. Ist das vielleicht für ihn, vielleicht hat es so gebraucht, diesen klaren Cut, dass man jetzt sagt, okay, ich habe keine Chance mehr, wieder an meinen Account ranzukommen. So legst du ihn zwar auf Eis, ne, und kannst dir immer wieder denken, so im Hinterkopf, okay, ja, ich könnte ihn jetzt wieder spielen, ich könnte, so kannst du es halt nicht, ja. Aber ich finde es halt eben schade einfach, dass man, ja, ich kann die Entscheidung vielleicht verstehen, so auch ein Stück weit, aber ich finde es schade, dass man halt eben die Accounts löscht und nicht einfach, keine Ahnung, sich vielleicht auszieht, ja, nackig macht und dann, keine Ahnung, seine Beschreibung schreibt, hier inaktiv oder so, ne, weil dann hat man zumindest noch, kann man immer noch so in Gedanken schwelgen, sag ich mal, und sich den Account immer noch mal so zu Gemüte führen, ne? Aber wie gesagt, ich kann natürlich auch die andere Art verstehen, dass man halt eben auch so einen ganz klaren Schlussstrich ziehen möchte mit Shakes and Fidget, ne? Und ja, wie gesagt, es kann alles verschiedenste Gründe haben, warum der gute Kollege keine Lust mehr hat auf Shakes. Ist ja jetzt auch nicht der erste High-Level bzw. super Late-Game-Spieler, der das Spiel verlässt. Irgendwann sind die Prioritäten andere, irgendwann, ja, weiß ich nicht, sind es auch vielleicht eventuelle Updates, die jetzt nicht so ganz passen. Wir haben ja jetzt gerade, also er hat ja jetzt gerade frisch nach dem neuesten Update quasi das Spiel komplett gequittet und eventuell hängt es damit zusammen, vielleicht hängt es mit irgendwelchen Bugs zusammen, die auch mal zustande kamen, wo irgendwo vielleicht mal Abenteuerlust auf der Strecke blieb und ja, man sich dadurch irgendwie hintergangen bzw. ungerecht behandelt fühlt gegenüber anderen. Das kann viele Ursachen haben und deswegen, ja, können wir darüber auch auf jeden Fall nur spekulieren, was halt ja, zu sagen bleibt, es ist halt schade. Ne? Jetzt haben wir auf jeden Fall einen klaren ersten, ja, höchsten Spieler, ansonsten waren die beiden Kollegen immer gleich auf gewesen. Dr. Dame ist jetzt halt eben mit Abstand, glaube ich, der Level höchste im Moment und ja, darüber wollte ich euch auf jeden Fall nur berichten. Ja, es ist, wie gesagt, ich hatte in der Vergangenheit ja auch immer mal hier und da ein paar Videos gemacht zu Leuten, die halt aufgehört haben und so. Kragori war, glaube ich, der letzte gewesen und davor hatte ich auch schon mal hier und da zu ja, Stellung genommen, beziehungsweise halt eben darauf aufmerksam gemacht, beziehungsweise halt eben nochmal die letzte Ehre erwiesen, sozusagen, dass ja, dass sehr starke Spieler dann aufhören und wie gesagt, gerade beim Level höchsten in Shakes and Fidget ist das schon echt was ja, besonders schade halt auch, ne? Es ist nicht ein Account wie jeder zweite so, es ist halt einfach der höchste gewesen, ne? Ja, auf jeden Fall, ja, ziemlich schade, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich wünsche ihm auf jeden Fall alles Gute für die Zukunft, ne? Wir können nicht davon ausgehen, dass er irgendwann mal ein Comeback startet, denke ich mal, weil es halt einfach nicht mehr geht. Der Account ist unwiderruflich weg. Das ist halt das Ding. Man kann die Accounts nicht wiederholen, wenn man sich einmal komplett gelöscht hat. Wenn der Account einmal weg ist, dann gibt es kein Zurück mehr. Da kann man nichts mehr machen. So kann man halt immer wieder nochmal sagen, okay, ich lasse ihn liegen, vielleicht habe ich mal irgendwann wieder Bock auf das Game. Und das kann ich euch auch nur empfehlen, es sei denn, ihr seid ja ein Typ, der halt eben diesen klaren Cut braucht, weil ihr, keine Ahnung, gab es ja auch in der Vergangenheit, euch eventuell verschuldet habt, also ihr neigt dazu, irgendwie zu viel Geld auszugeben oder so, dann kann ich verstehen, dass ihr einen klaren Cut braucht und der Account gelöscht werden muss. Da gehe ich jetzt nicht von aus, dass es bei Atze der Fall gewesen ist. So, bei solchen Ausdauerspielern sind die Prioritäten, glaube ich, andere. Aber ansonsten kann ich euch halt eben nur empfehlen, lasst den Account liegen, wenn ihr sagt, okay, ey, ich habe im Moment keinen Bock mehr auf Shakes and Fidget. Ich fühle das Game nicht, ich fühle nicht, was da Neues kommt, ich fühle einfach die neuen Updates nicht oder habe generell momentan andere Interessen oder ja, im Moment macht mir das Game halt einfach keinen Spaß, dann lasst euren Account liegen, so, und dann passiert damit nichts, dann könnt ihr ihn noch nach Jahren wieder reaktivieren, wenn ihr mal sagt, okay, ja, weiß ich nicht, ich habe das Game jetzt schon 5 Jahre nicht mehr gezockt, ich habe noch einen hohen Account irgendwo noch von früher rumzuliegen, so.
dann fange ich einfach den wieder an. Dann habt ihr immer schon mal eine gute Startbasis so. Und ich kann euch versichern, dass, sagen wir mal wirklich, 75% der Spieler, die aufhören, auch irgendwann wieder anfangen mit Shakes and Fidget. Das ist immer so ein bisschen, also wer einmal ein wenig länger in SF drinne gewesen ist, eine gute Zeit lang, der kommt irgendwann früher oder später auch wieder. Das sieht man immer und immer und immer und immer wieder. Und dann werdet ihr euch ärgern, dass ihr überhaupt Pause gemacht habt, weil ihr dann halt eben so viel verpasst habt. Aber ihr ärgert euch nicht so hart, weil ihr vielleicht dann immer noch, keine Ahnung, Stufe 500 Account oder so rumzuliegen habt, bevor ihr irgendwo auf einem neuen Server startet und euch da einen Account hochziehen wollt, dann habt ihr wenigstens noch einen. Das kann ich euch nur so als Tipp mit auf den Weg geben, falls ihr gerade in der Position seid und nicht mehr so viel Lust habt auf Shakes. Irgendwann kommt die wieder. Ich kriege jeden Tag kriege ich immer noch Nachrichten oder Kommentare oder irgendwo schreiben mir Leute, ey, ich habe wegen dir wieder angefangen, ey, ich habe früher mal gespielt, ich zocke jetzt wegen dir wieder oder nicht nur wegen mir, sondern auch wegen anderen und man hört es und liest es hier und da immer wieder, dass Leute zurückkommen und deswegen löscht nicht gleich euren Account. Das ist so das Ding. Es sei denn, ihr braucht es und seid halt in einer Notsituation. So, ne? Aber das ist halt in den seltensten Ausnahmefällen der Fall. Ja, okay, das soll es soweit gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir können sehr gerne nachher noch im Livestream ein bisschen darüber reden, falls ihr Bock habt. Schaut gerne vorbei. Um 18 Uhr geht's los. Wird auf jeden Fall wieder eine Schlemmerei werden, gehe ich mal von aus. Und ich weiß, dass sich viele schon auf den Kochstream wieder freuen. Und ich freue mich da auch extrem drauf. Geht momentan gerade wieder sehr ab. Viele Streams im Moment gerade. Jeden Tag trotzdem Video. Und im Moment ist halt wieder viel los. Vielen lieben Dank auch an der Stelle für euren Support, den ihr mir auch entgegenbringt. Weiß ich auch sehr zu schätzen. Und danke für alles. Ich wünsche euch was. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Bis nachher im Livestream. Ciao.